Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli. Ja, das bin ich. Freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Wenn ich mit einem Autoschlüssel in der Hand die Straße runtergehe und unser Auto aufschließe, dann denke ich jedes Mal so selbstbewusst, wie ich mich gerade auf das Auto zubewege, denkt jetzt bestimmt jeder, der mich sieht, die fährt bestimmt gleich los. Die hat den Schlüssel in der Hand, die ist erwachsen, die steigt ein, lässt den Motor an und fährt los. Ich bin aber ein Schelm, weil ich habe gar keinen Führerschein. Noch wüsste ich, wie ich das Ding zum Laufen kriege. Ein Betrügerli würde man vielleicht in der Schweiz sagen oder ein Schelmi, das klingt auch sehr nach Schweiz. Ob man das dort sagt, das kann ich gleich mal herausfinden, denn meine Gästin heute hat sowohl einen hohen Anteil an Benzin im Blut, nicht echtes Benzin, man sagt es nur so. Und auch kommt sie aus der Schweiz. Herzlich willkommen, Carla Welti. Schön, dass du da bist. Hi, Caro. Schön, dass ich hier sein darf. Wie nennt man denn jemanden, der sich als Autofahrer ausgibt, obwohl er bestenfalls ein Autoschlüsselträger ist? Naja, das wäre wahrscheinlich auf Schweizerdeutsch ein Pschisser, also der Beschiss betreibt. Pschisser? Genau. Gefällt mir sehr gut. Ganz wichtig vorneweg, ein Pferd hat 20 PS, habe ich von dir gelernt. Ja, je nachdem, wo man nachliest, sind es 26, 27, so um den Dreh rum. Aber genau, so ist das. Und sind die Pferde irgendwie schneller geworden oder warum ist das so? Nee, die Pferde haben halt einfach viel Kraft und PS ist ja so eine Metric, die benutzt wird, um Autos zu messen, was tatsächlich mit der Pferdestärke von einem Pferd nicht viel zu tun hat, sondern früher waren es ja die Kutschen, die wurden vom Pferden gezogen und daher kommt so ein bisschen der Gedanke mit dem Pferdestärken auch. Also nicht ein Pferd, ein PS, das können Sie sich jetzt also für immer von der Backe putzen, das stimmt nicht. Richtig. Einen regelrechten Dünkel hatte ich vielleicht mal eine Weile, eine Influencerin hierher einzuladen. Ich habe schon wieder diese Stimmen gehört, die dann gerne sagen, das ist doch kein Beruf, Influencer, das ist eine Krankheit ist das. Eventuell können wir heute ein bisschen damit aufräumen. Dein Thema sind Autos. Deine Geschichte ist schön mutmachend, finde ich. Und wir erzählen sie heute. Ja, das würde mich freuen, wenn auch ich mal ein bisschen da teilhaben kann am negativen Image wegnehmen vom Influencer. Ich glaube, das ist vielleicht mal an der Zeit. Professionelle Tänzerin wollte sie werden. Zwischen ihrem 5. und ihrem 16. Lebensjahr hat sie klassisches Ballett getanzt, 6-mal die Woche, bis zu 6 Stunden am Tag. Andere Sportarten waren verboten, weil da hätte es ja eine Verletzungsgefahr gegeben, die dann ihre Karriere als Tänzerin gefährdet hätte. Ich frage mich ein bisschen, bevor wir zu den Autos kommen, du wolltest Tänzerin werden, warum hast du damit dann aufgehört mit 16? So ein bisschen der Klassiker. Tatsächlich hat bei mir der Körper früh aufgegeben. Eigentlich ja zu früh, wenn man mit 16 sagt, der Körper hat aufgegeben. Aber meine Hüften haben irgendwann so wehgetan, dass ich mich von diesem sehr jung entstandenen Traum dann ziemlich schnell dann doch gelöst habe, weil die Schmerzen einfach zu groß waren in dem Moment. Dazwischen sind noch ein paar andere Sachen passiert, aber jetzt bist du eine Influencerin. Es ist auch das erste Mal, dass hier im Studio eine Kamera steht. Bisschen ungewohnt für mich, aber Alltag, denke ich, wenn man als Influencerin arbeitet. Was würdest du denn sagen, wie funktioniert der Alltag von so einem Auto-Influencer und vielleicht auch welche Skills braucht man dafür? Naja, der Auto-Influencer, es gibt ja ganz verschiedene Varianten, ne? Es gibt diejenigen, die sich präsentieren vor der Kamera mit dem Gedanken, es soll einfach schön aussehen, es soll cool aussehen, das soll irgendwie anmachend sein und so weiter. Es gibt aber auch die wollen unbedingt Wissen vermitteln. In die Kategorie zähle ich mich mehr rein, also dass man wirklich sagt, ich erzähle euch was über das Auto, was ihr vielleicht noch nicht wisst. Kommt dann zum Beispiel auch Leuten zugute, die sich ein Auto kaufen wollen und noch nicht wissen, was genau. Die Challenge ist dabei tatsächlich das, was man nicht sieht. Also wenn ihr auf klassisch Instagram oder so geht, ihr seht halt das coole Leben, die Autos in meinem Fall, die Reisen, die dazugehören, den Alltag an der Rennstrecke in meinem Fall und so weiter und so fort. Was man aber natürlich nicht sieht, ist die ganze Planung, die dahinter ist, das ganze Administrative, das Filmen. Wie gesagt, du hast es jetzt gerade miterlebt. Ich hatte ungefähr 20 Minuten, um die Kameras aufzustellen. Das klingt simpel, aber ich musste hier in dem ganzen Gewusel mich irgendwie zurechtfinden. Da ist halt einfach viel mehr dahinter, als man von außen sieht, weil von außen sieht das immer alles sehr schick aus. Und es geht immer um Reichweite dabei. Es geht den meisten um Reichweite, vor allem wenn es darum geht, dass man Geld verdienen will als Influencer, weil man braucht ja dann die Kooperationen mit Brands und da geht vieles auf Reichweite. Ich als damals eine von den ersten
Schweizer Frauen, die im Schweizer deutschsprachigen Bereich das Thema Auto aufgegriffen hat als Influencer. Ich profitiere bis heute noch von dieser Glaubwürdigkeit, die ich mir damit eigentlich geholt habe. Also ich bin wirklich eine von wenigen, die das macht, bis heute noch auf die Art und Weise. Also mit Wissen vermitteln und so weiter. Und Rennstrecke. Also auf der Rennstrecke sind kaum andere unterwegs, so intensiv wie ich. Andere Frauen oder überhaupt kaum andere? Frauen hauptsächlich. Ja. Also bei den Männern gibt es schon noch andere, die das auch machen und auch gerne auf der Rennstrecke unterwegs sind. Aber ich sage das auch gerne, ich habe damit keine Mühe, dass ich als Frau da auch einen Vorteil hatte, dass ich früh gesagt habe, ich will das machen und die Brands fanden das cool. Und somit habe ich mir jetzt halt was aufgebaut, ich bin zum Beispiel auch in der Jury vom Schweizer Auto des Jahres. Hallo. Genau, und das sind dann halt so das ist ein anderes Niveau und ein anderer Hintergrund, weshalb man dann Zusammenarbeiten mit mir macht. Nicht, weil ich der größte Influencer bin von der Schweiz, sondern weil man halt wirklich fachlich sich auf mich verlassen kann und gerne mit mir zusammenarbeitet. Weil der Größte ist ja im Zweifel der auf die großen Ts setzt, Titten, Tränen, Trennung, Tiere oder so. Zum Beispiel, das ist ja nicht dein, ja. Was gefällt dir denn an Autos am meisten? Also ist es so wie das Einsteigen und dann klappt die Tür zu und du hast Ruhe vor der Welt, oder ist es das Beschleunigen oder ist es noch was ganz anderes? Nee, ich glaube, also in allererster Linie ist es wirklich so, dass ich bis heute, egal an welchem Tag, also das ist wirklich täglich, ich fahre täglich Auto im Grunde genommen. Und ich bin jedes Mal so dankbar, dass ich dieses Können und die Freiheit habe, mich in ein Auto zu setzen und da hinzufahren, wo ich jetzt hin will oder muss. Und das verbinde ich, dieses Gefühl von dieser Freiheit und Dankbarkeit verbinde ich halt in ganz verschiedenen Art und Weisen dann mit dem, was ich gerade mit dem Auto mache. Also ich bin auch die mal, wenn irgendwas nicht läuft, schlechte Laune oder ich brauche ein bisschen Aufmunterung und ich habe gerade ein sportliches Auto, was mir zur Verfügung steht, dann setze ich mich da rein und drehe ein paar Runden. Das sogenannte Ausfahren, heißt das so, ne? Das sogenannte Ausfahren, ganz genau. Und das machst du zum Stressabbau? Hin und wieder, ja. Mein Programm ist ziemlich straff. Ich habe nicht immer Zeit, um eine Ausfahrt zu machen in dem Sinne, aber ich mache das hin und wieder. Ich kriege ja Autos zum Testen. Die Marken, die in der Schweiz vertreten sind, die geben mir Autos, um die zu testen. Meistens so 7 bis 14 Tage. Das sagst du nicht ohne Stolz, das gefällt mir. Ja. Das ist ja auch cool. Ich kann halt wirklich querbeet durch den ganzen Markt probiere ich mich durch. Das ist von supersportlich bis zur kleinen Elektromaschine, kann ich halt wirklich alles ausprobieren. Und wenn da halt dann mal so was Sportliches bei mir steht, dann ist so eine Ausfahrt schon mal was ich gerne mache. Aber ich habe halt auch die technische Faszination am Auto. Von daher macht mir das sportliche Fahren, die Beschleunigung, all das gibt mir halt wirklich ein Kribbeln. Ne? Also ich habe das auch schon geschafft, dass ich dann so leicht zitternd aus dem Auto komme. Nicht, weil ich es komplett übertrieben habe, sondern weil mich das so auflädt, wenn ich ein Auto fahren darf. Also die Antwort ist Beschleunigung? Nee, die Antwort ist Passion. Passion. Ja, aber sag's doch mal konkreter. Klar, du Passion für das Ganze. Aber was ist das Ding, was dich am meisten, was gibt das Auto dir ganz konkret? Kann man wahrscheinlich nicht sagen. Sind viele das Sachen. ist, ich versuche das gerade irgendwie so auf den Punkt zu kriegen, dieses Gefühl von Freiheit und die Technik dahinter. Also nicht selten sitze ich im Auto und denke mir so, also jetzt habe ich hier irgendwie so eine Maschine auf 4 Rädern. Ne? Und dann, wenn ich zum Beispiel auf der deutschen Autobahn unterwegs bin und ich habe Platz und es ist sicher, ich kann mal Gas geben. Und das Ding hält. Das klingt so banal, aber das ist so diese Faszination für, das ist so komplex, ein Auto. Das ist für uns, für die meisten ist es, ja, man steigt halt ein und fährt und das bringt mich von A nach B. Aber wenn man da mal so ins Detail reingeht, die Zeit, die haben wir jetzt gerade nicht so wirklich. Das interessiert auch niemanden. Wahrscheinlich nicht, genau. Aber wenn man da halt mal so ins Detail reingeht, diese Faszination für das Detail, was in diesem Auto drin steckt, das ist was mich wirklich abholt. Kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal in ein Auto eingestiegen bist? Da warst du ja bestimmt noch nicht 18 Jahre alt. Du meinst, als ich selber gefahren bin? Nee, klar, eingestiegen, das ist ja dann relativ schnell. Ja. Genau, kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Shout out to my mom. Die meinte, ich glaube, da war ich 17, also so viel zu früh saß ich gar nicht im Auto. Die wollte mir eine Freude machen und das hat sie dann auch tatsächlich, ich bin die älteste von 3, hat sie dann tatsächlich auch mit den anderen 2 dann auch gemacht. Dann sind wir auf so einem privaten Parkplatz und dann steigt sie aus und meinte, mach du mal.
Und sie hatte dann ein Automatikfahrzeug und da muss man ja nicht viel mehr machen als die Bremse lösen. Nee, da sitzt man dann einfach schneller. Ja, nee, das war es gar nicht, sondern halt einfach mal die Bremse lösen und das Ding bewegt sich wegen mir. Boah, das war, da war es um mich geschehen. Und das Lustige ist aber tatsächlich, hinter einem Lenkrad saß ich schon viel, viel früher, weil in Italien entfernte Familie von uns, hatten da so ein Haus und da gab es einen längeren Weg, der hochführt zu dem Haus und wir durften abwechslungsweise lenken. Also wir waren ja halt zu klein, um das Gaspedal, genau, wir saßen auf dem Schoß und haben halt das Auto hochgelenkt. Das war natürlich unterstützt, aber ich glaube, ich durfte mal schalten als Kind. Ja, auch cool. Aber wie kam es dann, dass sozusagen dieses Hobby oder diese Begeisterung wirklich, dass du eine professionelle Automotor-Influencerin geworden bist? Darf ich ein bisschen ausholen? Ja, ich habe ein Ja. Ich hatte, bevor ich dieses ganze Auto-Influencer-Ding gemacht habe, war ich tatsächlich ein paar Jahre in der Gastronomie unterwegs und medizinisch, ärztlich würde man mir wahrscheinlich sagen, ich hatte einen Burnout. Ich habe mich auf jeden Fall einfach überarbeitet. Halbes Jahr Pause gemacht. Ich war damals schon im Besitz von 2 Autos. Ich hatte ein sinnvolles Auto und ein gar nicht sinnvolles Auto. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das nicht sinnvolle Auto... Na, sag mal, was das für Autos waren jetzt. Naja, also das sinnvolle Auto war ein Seat Ibiza, ein Diesel, super angenehm, lange Strecken, kostet nichts. Das weniger sinnvolle Auto war ein Land Rover aus 1976. Das war halt so meine Sommerschüssel. Das sah halt sehr cool ausgesehen, ne? Ja, das war echt cool. Da habe ich ja dann auch immer alle Fenster rausgenommen, auch Frontscheibe weggenommen und bin so durch die Stadt gecruised. Und das habe ich dann schweren Herzens verkauft, damit ich mir ein halbes Jahr Pause leisten kann. Und in diesem halben Jahr gab es 2 Schlüsselmomente. Und der eine war, ich gucke auf den Kalender und ich war halt frei. Ich konnte machen, was ich wollte, habe viel Zeit bei der Familie in Italien verbracht. Und dann dachte ich mir so, Formel 1 Monaco findet ja gleich statt. Klar. Nur übermorgen sozusagen. Und ich bin dahin. In meinem Kalender steht es nicht, aber... Ja, in meinem Kalender steht es. Ich bin dahin, ohne Plan, ohne Ticket, ohne irgendwelche Absichten. Ich habe mir die Füße platt gelatscht an dem Tag. Ich bin, glaube ich, irgendwie 35.000 Schritte gelaufen, weil ich einfach einmal hoch und runter Monaco links und rechts besucht habe. Und als dann das Rennen um 14 Uhr losging, habe ich mich in eine Bar gesetzt, die direkt an der Rennstrecke war, aber Formel 1 beschützt ja ihr TV-Recht extrem. Das heißt, da sind so Wände hochgezogen, dass du von außen nichts siehst, wenn du kein Ticket gekauft hast. Und dann saß ich da, habe ein Bierchen getrunken und auf dem Handy das Rennen geguckt, während ich gehört habe, wie die Autos an mir vorbeigefahren sind. Und das war so ein Moment, das war einer von den 2 Schlüsselmomenten, wo ich mir dachte, Mann, also irgendwie, ich gehöre hier schon hin, weil das hat sich so gut angefühlt, das war so schön. Ich hatte dann auch Glück, ich war die ganze Nacht unterwegs danach auf den Partys, ich wurde zufälligerweise auf eine Yacht eingeladen, so richtig klassisch Monaco. Hilft natürlich, um eine gewisse Begeisterung aufzubauen. Und der zweite Schlüsselmoment war dann... Champagner hilft immer. Ja, gut, Champagner ist es bei mir nicht so, aber ja, das ganze Szenario hilft natürlich extrem. Und das Zweite war dann, das ist immer zeitlich, folgt das sehr kurz danach, im Juni, ist immer das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und das ist eins von den prädestiniertesten Rennen auf diesem Planeten. Und ich hatte einen Kontakt, aber einen überhaupt nicht engen Kontakt zu einem sehr jungen Schweizer Rennfahrer, weil damals mein Vater den so ein bisschen mitgezogen hat. Vielleicht kommen wir da später noch ein bisschen drauf zu, wieso mein Vater, aber jetzt mal hier schon mal vorweggenommen. Und ich habe dann meinen Vater geschrieben, habe gesagt, du nimmst mich mit nach Le Mans. Und dann meinte der so, du spinnst, ich nehme dich nicht mit nach Le Mans, ich muss arbeiten, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, mich um dich zu kümmern. Dann habe ich gesagt, na gut, dann frage ich halt Neil, den Neil Gianni, den Rennfahrer. Dann habe ich dem in WhatsApp geschrieben und ich hatte, wie gesagt, keinen Kontakt zu dem normalerweise, sag, ja, nimmst du mich mit? Und sagt er, ja klar, aber nur, wenn du mein Social Media machst. Ah, das heißt, du bist mitgefahren? Nee, Im Auto? Nein. Ich bin hingefahren. Ich habe mich auch selber um meine Unterkunft und so weiter gekümmert. Aber ich hatte halt Zugang, so wie nicht wahnsinnig viele, halt wirklich bis in die Box rein, dort, wo das Rennauto steht, dort, wo der Rennfahrer ins Auto einsteigt. Da, wo die Luder wohnen. Ja, nee, wahrscheinlich anno dazu mal hätte man das so gesagt, aber tatsächlich ist das hat sehr viel mit Sicherheit zu tun. Also da kommt nicht einfach jeder hin, vor allem in so hochklassigen Meisterschaften. Und da habe ich halt dann einfach die ganze Woche im Rahmen von seinem Programm dort verbracht und habe für ihn Social Media gemacht, etwas, was ich vorher nie gemacht hatte. Und das war dann so der zweite Schlüsselmoment, wo ich wusste, das will ich machen.
Schlussendlich war das dann ein eher widersprüchlicher Gedanke, wenn wir auf die erste Frage von dir zurückkommen. Ich hatte den Gedanken von, ja, weißt du was, die Influencer, beziehungsweise damals war es noch mehr das Vloggen, also die YouTuber, die werden ja überall hin eingeladen. Mache ich halt einfach Videos. Und dann wurde ich wirklich zufälligerweise, und das ist ein Dank an meine Eltern, die mich immer wieder an Events mitgenommen haben, sei es Auto- und Motorsport, aber auch komplett andere Dinge, dass ich da durch ganz viele Zufälle an eine Rennstrecke für so einen Track-Day eingeladen wurde, um sogenannte Passagierfahrten mitzumachen. Dann habe ich gesagt, ja gut, das filme ich halt. Und ein Journalisten, Bekannter von mir, dem habe ich das erzählt und der meinte dann, du bist jetzt mein Online-Girl. Und dann wurde ich vom ersten Video an bezahlt und seither geht das rund, das Ding. Ja, das ist jetzt die Stelle für Szenenapplaus. Das können Sie zu Hause sehr, sehr gerne machen. Dein Vater, der heißt Max Welti und in der Schweiz ist er eine bekannte Größe im Autorennsport. Das habe ich gar nicht gewusst, als ich dich hierhin eingeladen habe. Du hast mir das dann später erzählt, dass du sonntags, wenn Formel 1 lief, halt vom Fernseher gesessen hast und geguckt hast, ob du den Papa irgendwo entdeckst. Der war doch bestimmt sehr froh, dass du auch in diese Richtung dann gegangen bist, oder? Oh, jetzt breche ich wahrscheinlich ein paar Zuhörerherzen. Nee, gar nicht. Gar Im nicht. ersten Moment war er tatsächlich gar nicht froh. Also mein Vater ist nicht nur in der Schweiz, sondern tatsächlich international bekannt für all das, was er im Rennsport betrieben und Entschuldigung, geleistet hat. dann, ja, international. Ist okay. Aber er ist Schweizer, das stimmt. Und wissend, wie streng, wie politisch und wie herausfordernd die Welt des Motorsports ist, vor allem auch als Frau, kann man klar so sagen. Es ist eine Männerdomäne. War sein erster Gedanke und er hat das auch immer so ein bisschen uns hören lassen, auch davor. Lieber nicht im Motorsport, das ist für Business machen und so ist nicht so gut. Und dann kam noch hinzu, ich habe mich halt in dieser Social-Media-Welt versucht breitzuschlagen. Und zwar ohne deinen Nachnamen. Ohne meinen Nachnamen, genau, kann ich auch gleich nochmal kurz sagen. Aber das hat er auch nicht verstanden im ersten Moment. Der hatte nie was damit zu tun, der war auf Management-Ebene oder ist auf Management-Ebene. Und das hat irgendwie nicht so viel Sinn ergeben. Das hat dann tatsächlich... Es hat keinen Sinn ergeben, dass du deinen Namen nicht benutzt. Nee, dass ich das überhaupt machen wollte. Ach so, okay. Dass ich das überhaupt machen wollte. Das war für ihn irgendwie nicht so klar. Und dann auch noch nicht verstehen, was ich tatsächlich tue, hat dann dazu geführt, dass das doch ein Jahr, 1,5 gedauert hat, bis er gesagt hat, aha. Und dann sich aber auch damit angefangen hat zu brüsten, dass er ja jetzt versteht, was Social Media ist. Und auch versteht, wie wichtig das ist. Also man sollte doch meinen, dass da auf der Management-Ebene die Leute davon schon mal gehört haben. Naja, man darf da nicht zu viele, man darf da nicht zu böse sein mit ihm. Ich meine, er ist wirklich ganz anders aufgewachsen im Business, was das angeht, und war damit null in Berührung. Also wirklich gar nicht. Media und so weiter hat er immer gut verstanden. Ja. Er war ja auch in der Formel 1 unterwegs. Er war in der Zeit da, als Bernie Ecclestone das Ganze mit den Fernsehrechten und so weiter aufgebracht hat. Man weiß schon, wie wichtig Media ist, nur dieses Social Media war das halt noch nicht so bekannt für ihn. Das wirkte erstmal wie ein Hobby, also genau. Auch so auf die Generation meiner Eltern auch, die haben dann gesagt, ja, aber da zeigt man halt, was man ist. So. Aber genau. Dass das natürlich noch eine ganz andere Strahlkraft und auch einen ganz anderen Sog entwickelt hat, ja, das war dann eben so. Das hat sich ja auch ganz extrem entwickelt, extrem schnell. Also das war ja auch, das hat sich, die Wichtigkeit von Social Media hat sich ja wahnsinnig schnell auch entwickelt. Und das heißt, es gab richtig Stress mit euch beiden? Nö, auf Stress lasse ich mich selten ein. Ich mache halt mein Ding. Und wenn das den Leuten um mich rum nicht passt, dann ist das deren Problem und nicht meines. Und wenn Leute sich dann dazu entscheiden, ist ja eigentlich doch cool, dann freue ich mich auch, wenn die dann bei mir mit im Boot sitzen. Du bist ja also Carla Bell. Carla Bell ist dein Name. Wieso der? Ich wollte in erster Linie nicht... Ist das eigentlich ein Zufall, dass in deinem Namen schon Car wie Auto drinsteckt? Boah, Caro, du bist so krass. Nein, natürlich ist das kein Zufall. Ja, aber du bist ja als Carla auch geboren. Ja, es ist lucky coincidence jetzt in diesem Fall, ein glücklicher Zufall. Carla Bell, da spiele ich mit dem Wort Car, also Auto, La Belle, das schöne Auto, Carla Bell, die schöne Carla. Ich habe da mir so ein Wortspiel ausgedacht bei dem Namen. Und ich habe den Namen, ich habe so einen Künstler, ich habe so einen Künstlername, den habe ich erstellt, weil ich eben nicht wollte, dass ich die Welti bin, weil das kann ja zum
Nachteil werden, wenn das heißt, ja, die kriegt ihre Jobs nur, weil sie eine Welti ist. Oder die ist eine Welti, warum macht sie es nicht besser? Ich meine, das ist ja aber so oder so nicht ganz vom Tisch, dass du durch die Nähe das auch leichter hattest. Ne? Ja, aber tatsächlich habe ich extrem davon abgesehen, meinen Nachnamen überhaupt zu verwenden. Also auch wenn ich mich bei Menschen vorgestellt habe, war ich immer einfach die Carla. Und oft ist es dann passiert, dass die Leute dann den Moment hatten von Welti, du bist die Tochter Das von. will man ja auch nicht. Also ich kenne noch andere Leute, die berühmte Eltern haben und man will doch ankommen und jemand sein und nicht so, ja, du bist die Tochter, der Sohn von dem und dem. Genau. Ich habe noch eine andere Frage. Sind Autos eigentlich Unisex, so wie sie gebaut sind? Wenn du meine Mama fragen würdest, würde sie Nein sagen. Es gibt ja Menschen, die geben ihren Autos Geschlechter und Namen. Also von daher, diesbezüglich gibt es Leute, die geben den Autos tatsächlich Geschlechter. Ich hätte jetzt gesagt, rein vom Physischen her, ja, klar sind die Unisex. Jede Frau soll jedes Auto fahren können und jeder Mann auch. Aber das ist auch so in der Realität. Das müsstest du ja am ehesten einschätzen können. Genau, das ist auch so. Und dann habe ich neulich von dir gelernt, dass der Gründer einer Automarke, die wir jetzt nicht unbedingt nennen müssen, auch der Erfinder des Sicherheitsgurtes ist, auf den er aber kein Patent wollte, weil er eben der Ansicht war, es ist besser, wenn jeder sowas hat. Aber diese nicht genannte Automarke hat dann auch noch was anderes sehr Naheliegendes erfunden, was es wirklich noch nicht so lange gibt. Was ist das? Erfunden ist ein bisschen falsch. Sie sind die Ersten, die es aktiv implementieren. Und zwar gibt es in Schweden den ersten weiblichen Dummy für Crash-Tests von Autos. Seit wann? Seit 2023, glaube ich, wurde der dann also tatsächlich auch das erste Mal genutzt. Und dieser Dummy, also es gab natürlich schon davor Versuche, so einen Dummy zu entwickeln, weil man hat halt schon gemerkt, ja okay, Mist, das stimmt ja irgendwie nicht, weil die Physik von Frauen, die ist halt doch anders als von Männern. Ja, natürlich, du kannst dich ja woanders verletzen. Genau. Und dass erst 2023 jemand auf die Idee kommt, also das auch auszuprobieren mit dem weiblichen Körper, das finde ich ein Wahnsinn. Vor allem, weil aber ich habe auch noch nie drüber nachgedacht. Es ist auch Tatsache, dass bei Crashs Frauen sich mehr verletzen als Männer. Das ist eine Tatsache. Na klar, weil die Autos so gebaut sind, dass eben der Mann sich nicht wehtut. Genau. Und jetzt gibt es halt diesen sogenannten Z50F. Das ist halt der weibliche Dummy. Und der ist zum ersten Mal ein Dummy, der tatsächlich einem Durchschnitt von einem Körper, von der Physik von der Frau entspricht und somit auch für diese Tests eingesetzt werden kann. Jetzt ist das natürlich noch nicht Pflicht. Also es gibt noch nicht diese Pflicht, dass bei diesen Crash-Tests sowohl Frauen als auch Männer Figuren genutzt werden müssen. Da ist jetzt aber Bewegung drin. Also Kinder gibt es aber auch schon, ne? Das mussten sie ja machen wegen der unterschiedlichen Genau, vor allem halt auch wegen Babys in diesen Babykosis. Babykosis drin, genau. Solche Dinge wurden natürlich auch schon gecrash-testet. Dann habe ich noch eine Sache von dir gelernt, die ich echt schräg fand. Ich dachte, das ist natürlich ein Sport und dass die Männer deswegen so erfolgreich sind, weil sie ja viel eher damit in Berührung kommen und so weiter. Und bei diesem Sport macht ja das Auto die Arbeit. Aber es ist trotzdem so, hast du mir erzählt, dass Frauen nicht ganz die gleichen körperlichen Voraussetzungen haben wie ein Mann wegen der Fliehkräfte, die da mitunter auf den Körper einwirken. Ja, also das ist so ein bisschen dieselbe falsche Ansicht, die man ja auch hat beim Pferdereiten zum Beispiel. Aber der Motorsport ist wahnsinnig physisch. Also diese physischen Kräfte, die auf den Körper wirken beim Rennsport, sind enorm. Fliehkräfte sind ganz, ganz extrem. Und man muss da halt wirklich fit sein. Also kurz Klammer auf, ein erfolgreicher Rennfahrer, das sieht man auch, wenn man von einem Formel-1-Rennfahrer zum Beispiel auf Social Media folgt, die trainieren nonstop. Also die Ausdauer und die Kraft ist extrem wichtig. Zum Beispiel in einem Auto wie in einem Formel-1-Auto hat man auch extreme Fliehkräfte auf den Kopf. Das heißt, die trainieren tatsächlich auch Nackenmuskulatur. Du brauchst einen Stirnacken, damit es dich nicht aus der Die haben auch ganz damit du dir Nacken. nicht während der Fahrt das Genick brichst, oder? Weil das würde dann dass passieren. der Kopf so abknickt, ne? Das ist das Ding. Und ihr müsst euch mal drauf achten, alle, die hier zuhören, dass wenn man Fotos anguckt von den Rennfahrern, die haben richtig dicke Hälse. Also das ist wirklich, das ist wirklich so, dass das trainiert wird. Und dass da Frauen jetzt nicht physisch für gemacht sind, ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Aussage, das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber Frauen im Moment gerade, Generation jetzt oder Generation vor mir sozusagen,
da hat man halt nicht so drüber nachgedacht, dass wenn ein Girl das irgendwie spannend findet, ja, setzen Sie mal in den Kart. Das hat man nicht so gemacht. Eine Vierjährige. Du könntest ja Genau. eine Vierjährige ins Auto setzen und dann ist die begeistert und dann macht die immer weiter. Genau. Mit dem Jungen wird das gemacht, mit dem Mädchen nicht. Ja. Genau, und im Moment gerade mit diesen Frauen, die jetzt aktiv fahren, die sind meistens erst irgendwann in ihren Teenagerjahren dazu gekommen. Das bedeutet aber, dass der Junge, der gleich alt ist, vielleicht schon 10 Jahre im Auto saß. Was heißt, du entwickelst wenn du so früh einsteigst, entwickelst du eine ganz natürliche Kraft, ein ganz natürliches Gefühl dafür. Und den dicken Nacken. Ja, an dem muss man echt trainieren mit Gewicht und so. Aber ja, das haben halt viele Girls nicht oder noch nicht. Und das sehe ich auch Wie so. sie mal Girls sagt, ne? Ja, das ist halt junge Mädchen, Girls, Frauen. Ja. Und ich sehe das auch so ein bisschen als Teil von meinem Dasein. Also ich mache jetzt nicht den Sport, ich fahre ja jetzt nicht, aber ich rede halt auch gerne darüber. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man den jungen Mädchen früh zeigt, guck mal, Frauen sind im Rennsport, ob jetzt im Auto oder an der Strecke, ist egal, aber du kannst dich sehr früh auch dafür begeistern und mach doch. Guck doch mal. Und das ist so ein Teil von dem, was ich sehr gerne auch mache und so ein bisschen mitnehme auf meinem Weg mit der Arbeit, die ich mache. Eine Botschaft. Richtig. Es gab ja eine Zeit im deutschen Fernsehen und auch im deutschen Radio, als Frauen zum ersten Mal als Fußballkommentatorinnen eingesetzt wurden. Die wurden ja nicht nur ausgelacht, die wurden ja regelrecht angegangen, wie sie es wagen können, darüber zu sprechen. Ließe sich das eventuell so ein bisschen spiegeln mit dem, was du machst? Also hast du auch solche Erfahrungen gemacht, dass man dich eigentlich eher so ein bisschen mit Geringschätzung behandelt? Ja, da kann ich dir ein Lied von singen. Es gab gerade aktuell, vor ein paar Wochen habe ich ein Video hochgeladen, was für meine Verhältnisse eher viral gegangen ist. Nicht unter anderem, weil die Leute in den Kommentaren Freude daran gefunden haben, sich darüber auszulasten, dass ich keine Ahnung habe, wovon ich rede. Und ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ding, mich nimmt das wenig mit. Ich finde es eigentlich eher schade, dass das Internet ausgenutzt wird als Ort, wo man sich negativ auslassen kann und keine Konsequenzen darauf folgen. Ich glaube aber, und wahrscheinlich kriege ich es dann wieder zu hören im Nachgang, das alles stammt von einer extremen Unsicherheit, was die männliche Gruppe angeht in solchen Spezialgebieten, also wie jetzt zum Beispiel Fußball oder in meinem Fall Motorsport oder Automobil, die sind sich das halt einfach nicht gewohnt, dass eine Frau auch mal was sagen kann, auch eine Meinung haben kann, weil wenn ein Mann als Moderator eine Meinung äußert, dann ist man vielleicht nicht seiner Meinung, aber dann wird man nicht gleich im Geschlecht sauer, sage ich jetzt mal. Man wird nicht auf sein Geschlecht sauer, sondern man sagt halt, ja, der wusste jetzt gerade nicht so wirklich, wovon er spricht. Und das spüre ich schon auch extrem, dass das da ist. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass auch im Motorsport sind die weiblichen Moderatorinnen sehr auf dem Vormarsch. Ich habe da auch die Freude, dass ich da mit vielen von denen auch schon zu tun hatte. Und das wird so langsam wird das immer weniger. Aber das ist schon extrem präsent. Okay, die Frauen werden mehr und die Vorurteile etwas weniger. Ja. Hat das denn am Anfang vielleicht dazu geführt, dass du mal überlegt hast, ja, möglicherweise ist es doch nichts für mich, wenn das so einen Gegenwind gibt oder so eine Herablassung? Also wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, dann gibt es oft Momente, wo ich mir denke, ist das überhaupt das für mich oder soll ich das überhaupt weitermachen? Weil so groß gesprochen, wie ich vorher gesagt habe, das ist deren Problem und nicht meines, das stimmt und das ist auch der rationale Gedanke, den ich verfolge, um halt einfach weiterzumachen. Aber so dieses Hinterfragen, das ist schon immer wieder da, vor allem weil auch einfach zum Teil auch einfach die Unterstützung dann fehlt, ne? Dass man sagt, ja, ich mache das, ich will ja auch dazu lernen, ich will ja besser werden. Und du hast ja nicht genauso viele Leute, die dann in deinen Kommentaren das Gegenteil sagen und dich in Schutz nehmen würden. Und in dem Moment ist es dann schon dein Problem und deren Problem sicherlich auch, aber auch deins, weil es halt unangenehm ist. Genau. Und von daher kurze Antwort, ja, das hat mich auch schon mal dazu bewegt, dass ich das Ganze hinterfragt habe. Aber ich komme immer extrem schnell wieder auf den Punkt, dass ich das einfach nur mega finde, was ich machen darf. Ich jedes Mal, wenn so ein Rennen, wo eigentlich so salopp dahergesprochen die Autos im Kreis fahren, wenn das Rennen losgeht,
habe ich einfach das Kribbeln im ganzen Körper. Ich weiß, dass ich viel Wissen habe und das baut sich ja auch über die Jahre auf. Ich muss ja auch nicht denken, dass wenn ich mein erstes Video 2019 hochgeladen habe, dass ich jetzt in 2025 der absolute Experte bin. Das ist völlig bescheuert, das stimmt ja nicht, das kommt mit den Jahren. Ja, das und dann ist, also ich glaube, der Umkehrschluss funktioniert einfach nicht, ne? Wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, na gut, dann ist das nichts für Frauen, dann lasse ich mal die Finger davon. Dann ist das absolut nicht zeitgemäß. Also das funktioniert irgendwie nicht mehr heutzutage. Deswegen, wahrscheinlich gerade, wenn man Gegenwind bekommt, ist es zwar blöd, aber eher ein Grund weiterzumachen, als nicht weiterzumachen. Absolut, und das ist ja dann auch der Moment und ich hoffe, dass das aus diesem Gespräch auch so ein bisschen mit rausgenommen werden kann, dieses einfach drauf los und machen. Wenn man was hat, wofür man brennt, was man toll findet, einfach machen und sich unbedingt an den Leuten anlehnen, die einem zusprechen, die das toll finden, was man macht, die positive Kommentare hinterlassen, sich einfach auf das einlassen und den Rest abprallen lassen. Konstruktive Kritik immer gerne. Und man kann ja auch aus so einem Kommentar rausnehmen, ja, vielleicht muss ich nächstes Mal ein bisschen genauer sein, wie ich die Dinge erkläre, wenn der es jetzt nicht verstanden hat. Aber immer schön weitermachen und einfach seiner Passion folgen. Da hört's ihr. Geht's raus und spielt's Fußball. Zum Beispiel. Oder fahrt Kart. Ja, ich wollte mal den Kaiser zitieren, Gott hab ihn selig. Carla, meine Liebe, diese Sendung, die war schneller vorbei als so ein Rennen. Das dauert ja auch gerne mal 24 Stunden. Ich würde gerne noch wissen, was ist das nächste Rennen, bei dem du dabei bist, wo es nach Benzin riecht und nach Adrenalin. Nach Benzin und nach Adrenalin. Du fragst mich, jetzt muss ich beinahe meinen Kalender hervorholen. Ich habe so viel Programm. Das nächste Rennen, bei dem ich tatsächlich dabei sein werde, ja, da wartet was ziemlich Cooles auf mich. Ich werde nach Rom gehen und in Rom findet die... Sie wird nicht laufen, sie hat nur gehen gesagt. Ja, Entschuldigung, das ist dann das Schweizerdeutsch, was bei mir so durchdringt. Ich werde nach Rom fahren tatsächlich mit dem Schweizer Team Drift Force heißen die, in Zusammenarbeit mit Toyota Schweiz. Das darf ich so nennen, das würdet ihr alle auch so rausfinden, wenn ihr gucken geht, zu den European Drift Masters. Und da wird tatsächlich wirklich viel Reifen und viel Benzin verbrannt und das ist richtig, richtig cool und da freue ich mich auch extrem drauf. Du kannst das auch, ne? Du kannst so ein Auto so ausbrechen lassen, dass es da so miau und dann so schwarze Kringel macht. Schwarze Kringel. Ich kann definitiv ein Auto quer stellen. Das, was die können, ist nochmal eine ganz andere Liga. Aber ja, ich weiß, wie man ein Auto ausbrechen lässt. Mit Absicht, definitiv. Carla, dann toll, dass du da warst. Tschüss, bis bald wieder. Tschüss, vielen lieben Dank, Caro.